let's open with a prayer. Lass uns mit einem Gebet an. Dear Father in heaven, Lieber Vater im we Himmel, thank you, Lord, for this new week wir danken dir, Herr, für die neue Woche and for that your grace is every day in you. und dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. And we ask that you would now give us your grace from your word, Und wir bitten jetzt, dass du uns deine Gnade durch dein Wort gibst, and that we would understand the trumpets dass wir die Posaunen verstehen and how they are illustrated at the end of the world. und wie sie am Ende der Welt dargestellt werden. Help Brother Mark to relay these thoughts clearly, Bitte hilf Bruder Mark, die Gedanken klar auszulegen and help also with the translation. und bitte hilf auch mit der Übersetzung. And may you help us to see all these different connections with the trumpets, Und mögest du uns helfen, diese ganzen verschiedenen Verbindungen mit den Posaunen zu sehen, how they are embedded with all the other illustrations of your word. wie sie eingebettet sind mit allen anderen Darstellungen deines Wortes. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so last night we were just doing a review on the third woe. Gestern Abend haben wir eine Wiederholung über die dritte Wehe gemacht, Okay, this Day of the Lord. diesen Tag des Herrn. And I just, during this presentation, I also realized something that I had overlooked. Und während des Vortrages habe ich dann etwas realisiert, was ich übersehen hatte. And I mentioned something about this dream of William Foy. Und ich hatte etwas erwähnt über diesen Traum von William Foy. Okay, but myself, Lawrence and myself, we had a discussion about this afterwards. Aber Bruder Lorenz und ich hatten dann eine Unterhaltung darüber danach. And he reminded me that we discussed this point some months back. Und er hatte mich erinnert, dass wir diesen Punkt vor ein paar Monaten schon diskutiert hatten. And I remembered that vision that they used to use to make this point was wrong. And I remember we came up with this point. Und ich habe mich dann erinnert, dass diese Vision, die wir benutzt haben, um diesen Punkt zu beweisen, eigentlich falsch war. Und das, dann kam dieser Punkt hervor. And I remember reading this and realizing that can't be. So I had just forgotten all about that last night. So. Und ich kann mich erinnern, dass ich das dann gelesen hatte und gesehen hatte, dass es nicht sein kann. Und ich hatte das aber gestern Abend vergessen. Okay, but we'll come to that point in a moment. Aber wir werden gleich zu diesem Punkt kommen. Last night I didn't want to bring it up because we were just detracted off into a thought that we couldn't even answer at that point. But Gestern Abend wollte ich jetzt darauf nicht eingehen, weil sonst würde das von dem Punkt abweichen und den hätten wir nicht beantworten können. okay, but anyway, so history, right? Also die Geschichte. History is the secret history, Die right? Geschichte ist heilige Geschichte. Is in regards to prophecy. Sie Right? ist in Bezug auf Prophetie. All history is his story, Also alle Geschichte ist im Englischen, sagt man, seine Geschichte. right? And it's all been laid out for the Lord so that he can relay things to us that's coming at the end of the world. Und das Right? ist alles für den Herrn ausgelegt oder durch den Herrn ausgelegt, dass er zeigen kann, was am Ende der Welt geschehen wird. And the principle is first comes the natural followed by the spiritual, Und right? das Prinzip ist, zuerst kommt das Natürliche, gefolgt vom Geistlichen. And there has to be a natural fulfillment first, Und da right? muss es eine natürliche Erfüllung zuerst geben. Because the natural fulfillment is teaching us what's going to come in the perfect spiritual fulfillment, Weil right? die natürliche Erfüllung, sie lehrt uns, was in der vollkommenen geistlichen Erfüllung geschehen wird.
Right? Richtig? Okay, so just like Gog and Magog that we were talking about last night, So wie Gog und Magog, über das wir gestern Abend gesprochen hatten. there had never in any history been a fulfillment of that story of Gog and Magog. Es gab niemals eine Erfüllung in der Geschichte über diese Geschichte von Gog und Magog. So students of prophecy are watching and for that fulfillment, right? Also Studenten der Prophetie, die halten Ausschau nach der Erfüllung. And when it comes to pass, they're watching in God's words for all the principles to be illustrated. Und wenn es stattfindet, weil sie schauen ja in Gottes Wort nach all den Prinzipien, die dargestellt werden. Okay, and now they would be waiting for its perfect fulfillment, Und right? jetzt warten sie auf diese vollkommene Erfüllung. Because the Lord has given them a living illustration of something that's now going to come. Weil der Herr hat ihnen jetzt eine lebendige Darstellung von etwas gegeben, was kommen wird. Okay, just like the mistake they made in Daniel 11:40. So wie auch den Fehler, den sie in Daniel 11, Vers 40 gemacht Okay, haben. 1798 was the first part, 1798 war der erste Teil. and then they get to 1989, which was the second part, and they say it's the antitype, but that's impossible. Und dann kamen Right. sie zu 1989 und haben gesagt, das ist der Antitypus, aber eigentlich ist das unmöglich. Right? Why is it impossible? Warum ist das unmöglich? The second part's not fulfilled. The second part's not happened in the type yet. From Daniel 11. Yes, because first comes the natural, followed by the spiritual, Und right? der zweite Teil hat sich im Natürlichen noch nicht erfüllt, deswegen, weil zuerst kommt das Natürliche, gefolgt vom Geistlichen. Okay, the second part of Daniel 11:40 is not the antitype of the first part. They're two completely different illustrations, right? Der zweite Teil von Daniel 11, Vers 40 ist nicht der Antitypus vom ersten Teil, das sind zwei verschiedene, komplett verschiedene Darstellungen. Right, in the first half, the south comes against the north, and the second half, the north comes against the south. That's opposite. In der ersten Hälfte kommt der Süden gegen den Norden und in der zweiten der Norden gegen den Süden. Das ist ja genau das Gegenteil. Right? So, I was, after last night, I was thinking about this point. Und nach gestern Abend, da habe ich eben über diesen Punkt nachgedacht. Okay, so, in the history that was given by the pioneers, In right? der Geschichte, die durch die Pioniere gegeben Which is wurde, marked on the charts, die right? auf den Karten markiert ist. The fifth and sixth trumpets are marked from beginning at 6:06, Da right? markieren die fünfte und sechste Posaunen, die fangen hier mit 606 an. Okay, and it's marked where the Islamic power, or Muhammad, begins to rise in a time of peace, right? It's marked in history. Und das markiert in der Geschichte, wenn die islamische Macht in einer Zeit des Friedens aufsteht. Okay, so it's a slow rise, and it takes time for them to come to a point where they're now bold enough to attack the West outside their own territory. Also es ist ein langsamer Aufstieg und es dauert eben an, bis sie mutig genug sind, dann den Westen zu attackieren außerhalb ihres Territoriums. Okay, and that was at the Battle of Nicomedia, right? Und das In war 1299. bei dem Kampf von Nikomedia in 1299. Okay, and then you have the 5 months or the 150 years from 27th of July 1299 to 27th July 1449. It's marked as the first war. Und dann hat man die 5 Monate oder 150 Jahre von 27. Juli 1299 bis 27. Juli 1449. Okay, and this is the marker, historical marker, that Josiah Litch used to predict the fall of the Ottoman Empire. Right? Das war diese historische Markierung, die Josiah Litch dann benutzt hat, um den Fall des Osmanischen Reiches vorherzusagen. Okay, to the very day, right? Bis also auf genau den richtigen Tag. 391 years and 15 days from here brought you to August the 11th, 1840. Right? 391 Jahre und 15 Tage hat uns dann zum 11. August 1840 gebracht. Okay, so if we just go to the live stream, right? Gehen wir zum Livestream. If we go to this quote that Lawrence has posted, it's the third one down. Gehen wir zu dem Zitat, was Lorenz gepostet hat. Das ist das It's the last quote. Das ist das letzte Zitat.
Okay. It says, I then beheld a multitude coming up out of the earth, and some of them I knew, whose names were enrolled in the church books on earth, some of whom I had seen communing with the saints of different orders, and some which had professed to be preachers of the gospel. Although they had high professions, yet they were not found worthy, but cried for mercy, and sunk with those who had blasphemed. As we passed the bar, we entered upon a boundless place, which was lighted up with great brightness. Near the place through which we passed, I beheld a mighty angel, clothed in pure white raiment, having a crown of brightness on his head. He appeared to be gazing through the bar, and his eyes, like lamps of fire, were fixed with steadfastness upon the earth. He stood with his right foot placed before him, as though walking, and his object appeared to be to reach the earth. But 3 steps remained for him to take. Against his breast and across his left hand was as it were a trumpet of pure silver, and a great and terrible voice came from the midst of the boundless place, saying, The 6th angel hath not yet done sounding. Behind the angel I beheld countless millions of bright chariots. They had the appearance of pure gold, and were perfectly square. Each chariot had 4 wings like flaming fire. And while I was beholding, one of the chariots arose upon its wings of fire, and an angel followed after the chariot, and the wings of the chariot and the wings of the angel cried as with one loud voice, saying, Holy, holy. I watched the chariot, listening to the lovely sound of the wings. It passed toward the earth, and there appeared a spirit arrayed in white raiment, as it were, standing upon a mountain. And there was given him a crown of brightness. And he stepped into the chariot with the angel, and in a moment he was in this boundless place. Although he shone with great brightness, yet this individual I knew it was one of the referred to by the witness, who said, I see the chariot coming. He departed this life in just 2 weeks after I saw him in vision. Okay, so what is William Foy seeing here? Was sieht William Foy hier? She's a vision of heaven. Yes, but what's Christ doing there? Sieht eine Vision im Himmel, aber was macht Christus dort? Is it not a vision at the end? Because this is what he saw. He saw the end of the world, Christ on his way to the earth. Es ist nicht die Vision über das Ende, also wenn Christus auf dem Weg zur Erde ist. Right? And in the middle there we read this highlighted part, right? Und in der Mitte haben wir das Fettgedruckte gelesen. Against his breast and across his left hand was it were a trumpet of pure silver. Now where else do we see this silver trumpet? Wo noch sehen wir diese silberne Posaune? Christ returns to the earth. Yeah, when Christ returns to the earth, right? Wenn Christus zur Erde zurückkehrt. Because it says that he's on the cloud and he has in his hand a silver trumpet, Weil right? es sagt, er sitzt auf der Wolke und in seiner Hand hat er diese silberne Posaune. Okay. And the people in this movement, way back, many years ago, took this saying here, the 6th angel hath not yet done sounding, to mark this on August 11th, 1840, right? Und Leute in der Bewegung schon vor langer Zeit haben dieses Zitat genommen und haben diesen Ausdruck, der 6. Engel hat noch nicht aufgehört zu schallen oder posaunen, und haben das am 11. August 1840 markiert. But for me at least, it seems like this is completely out of place, right? Für mich scheint das, als wäre das komplett am falschen fehl am Platz. Okay, now the one thing that I want you to get to notice, and I think Lawrence posted it there, right, is the pioneers, for instance. They said, right, if you look at the pioneers' writings, they said that the 6th trumpet ended on August the 11th, 1840. Eine Sache, die ich möchte, dass ihr bemerkt, ist eben, dass die Pioniere, die haben verstanden, dass die 6. Posaune am 11. August 1840 geendet hat. Was where the second war, the 391 years, 15 days, came to a close. Das Right? war, als die zweite Wehe, also die 391 Jahre und 15 Tage zum Abschluss kam. Now, if you click on this portion of the 1850 chart, Wenn ihr hier auf das Bild von einem Ausschnitt der 1850er Karte
geklickt. Yeah. If you go to in the middle there, under the heading Mohammedans, Wenn man zu der Mitte geht, unter die Überschrift, also die Mohammedaner, yes, it says, the sixth trumpet commenced at the end of the first woe, right? So here you have the first woe, right? And there's sixth trumpet commencing, right? also steht die 6. Posaune fing an dem Ende der ersten Wehe da. Also hier hat man die erste Wehe, fing am Ende der ersten Wehe. Also hier hat man die erste Wehe und hier fängt also die 6. Posaune an. It continued for an hour. So what continued? Was hat fort? The sixth trumpet, right? Die 6. Posaune. The sixth trumpet, continued for an hour, a day, and a month, and a year, 391 years and 15 days, which ended in August 11th, 1840. So what does the chart say? Also sie hielt dann an für eine Stunde, einen Tag, einen Monat und ein Jahr, 391 Jahre und 15 Tage, die am 11. August 1840 geendet hat. Also was sagt die Karte? No, okay, you're not missing what. It says that the sixth trumpet ended on August 11th, 1840. Es sagt, Right? dass die 6. Posaune am 11. August 1840 geendet Right, hat. that's what we're looking for. We're looking for when does the sixth trumpet end? Right? Danach halten wir Ausschau, wann endet die 6. Posaune. Scott, you take your hand off your mouth. Okay, what stopped? Okay, but you didn't say the sixth trumpet. That's what I'm looking for. The sixth trumpet, that's what we're speaking about. The sixth trumpet ended on August 11th, 1840. Also Right? die 6. Posaune hat am 11. August 1840 geendet. Because nobody's arguing that the second woe ended there, right? Also niemand bestreitet, dass die 2. Wehe dort geendet Okay, hat. so the point is that the pioneers understood this, and the chart, right, which is directed by the hand of the Lord, says it, right? Der Punkt ist, dass die Pioniere das so verstanden haben und auch die Karte, die durch die Hand des Herrn geführt wurde, sagt es auch. Okay, and last night I completely forgot all about this, right? Und gestern Abend hatte ich das komplett vergessen. So, and my first thought in my head is, why would we have a continuous line for history from the beginning all the way down here, and suddenly there would be a break in the narrative? Und mein Gedanke war halt, warum haben wir eine beständige Erzählung in der Geschichte und dann plötzlich eine Pause in der Erzählung. Right? So, anyway, we'll look at that. First comes the natural, followed by the spiritual, right? Und das macht nichts, wir schauen uns das an und zuerst kommt das Natürliche, gefolgt vom Geistlichen. So, you now have a pattern, right? Jetzt hat man ein Muster. It's a something spiritual, Es right? ist etwas Geistliches. Right? So, here you have the time of peace, 606, Hier right? hat man die Zeit des Friedens, 606. It's the beginning. Es ist der Anfang. Yes? Ja? Are we all awake this morning? Is this the beginning? Ist das der Anfang? Yes, right? Ja. Okay, so, and we know that at this point here, the first 4 trumpets blow, right? Wir wissen, dass an diesem Punkt hier, da ertönen die ersten 4 Posaunen. Right? Why do they blow? Warum ertönen sie? Okay, yes, but that's Die not the Bestrafung. reason I'm asking. There's 4 of them. Why are they blowing there? Es gibt 4 davon, also warum posaunen sie dort? Because they typify the 4 winds, Weil right? sie schatten die 4 Winde voraus. Because right here it says, at the beginning of the hold, 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 Weil right? hier am Anfang sagt es halte, 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 halte. Right? And that holding the 4 winds there is also perfectly repeated here, till the servants of God are sealed, right? Das Halten der Winde hier wird auch hier nochmal vollkommen wiederholt, bis die Knechte Gottes versiegelt sind. Right? So when they're loosed, the first 4 trumpets illustrate these 4 winds being loosed. Also wenn sie gelöst werden, dann stellen die ersten 4 Posaunen die 4 Winde dar, die gelöst werden. Okay, so here you have the beginning, Hier hat man den Anfang
And here you have the end, Und hier hat man das Ende. right? We'll come to the end in a minute, Wir right? kommen bald zum Ende. Okay, so 606, and then you have the 27th of July, 1299. Missed what? Oh, well, okay. I still understand that. Right? Also 606 und dann führt es ein zum 27. Juli 1299. And that goes down to the 27th of July, 1449, right? Und das führt uns dann zum 27. Juli 1449. Okay, so all we're doing is we're taking this pattern, we're placing it on our line, right? Alles, was wir tun, wir nehmen dieses Muster und platzieren es auf die Linie. And we went through this, right? Here it's a time of peace where they rise, Und wir right? sind ja da durchgegangen. Hier ist eine Zeit des Friedens, wenn sie aufkommen. Here is where they begin to war against the West, Und hier fangen sie den Krieg gegen den Westen an. right? And here is where the death decree comes, Und right? hier ist, wo das Todesdekret kommt. Paralleling the sixth plague, Das ist right? parallel mit der 6. That's what we were Plage. looking at last night, right? Das haben wir uns gestern Abend angeschaut. The river Euphrates, right? Der Fluss Euphrat. And the sixth plague brings you down to the beginning of the seventh plague, right? Die 6. Plage führt einen dann zum Anfang der 7. Plage. Okay, so the 391 years and 15 days brings you to August the 11th, 1840. Die 391 Jahre und 15 Tage bringen uns zum 11. August 1840. Where the angel descends with the book in its open, Wo right? der Engel herunterkommt mit dem Buch und das Buch wird geöffnet. Right? Just go to Revelation 8. Gehen wir zur Offenbarung 8. Okay, so it says here, Es sagt hier, because this is the same point, when he had opened the seventh seal. Why is this the same point? warum ist es derselbe Punkt? For the opened. There's a book opened. Okay, because the book can't be opened if the seventh seal is still closed, Weil das right? Buch kann nicht geöffnet Unsealed. sein, wenn das 7. Siegel noch immer versiegelt ist. 7 seals, 7 trumpets. 7 Siegel, 7 Posaunen. Oh, no, sorry, sorry. 7 seals, 7 thunders, right? Excuse Also me. 7 Siegel, 7 Donner. Right? So, and it brings you down to this point. Now the book is open, Das right? bringt einen dann hier zu diesem Punkt, wenn das Buch geöffnet It ist. says, and when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour, right? So there's silence now, Da right? ist jetzt Stille. So, 2 people last night made an argument to me. That's maybe why you have nothing, because on let's say on August 11th, 1840, this unbroken history ended. Also am 11. August 1840, da hat diese ununterbrochene Geschichte geendet. Right? And if you go to Revelation 11, Wenn man zur Offenbarung 11 geht, verse 12, Vers 12, this is speaking about the 2 witnesses, right? spricht über die 2 Zeugen. It says, and they heard a great voice from heaven, saying unto them, come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Right? So where have they gone? Wohin sind sie gegangen? To heaven, right? Zum Himmel. And the same hour there was a great earthquake, and the 10th part of the city fell, and the earthquake were slain of men 7,000, and the remnant were affrighted, and they gave glory to the God of heaven. The second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. Right? So we looked at this last night, right? So you got the beginning, right? It brings you down to the end. Wir haben uns das gestern Abend angeschaut. Hier hat man den Anfang und es bringt einen hinunter zum Ende. Right? Because it says the end
is come upon my people. Weil es Right? sagt, das Ende ist über mein Volk gekommen. And I will shortly pour out my punishment upon you. Right? Und in Kürze werde ich meine Bestrafungen über euch ausgießen. Right? So, and we looked at this. Just go to Revelation 22 again. Wir haben uns das angeschaut. Gehen wir nochmal zur Offenbarung 22. And he saith unto, verse 10, excuse me. Vers 10. And he saith unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. Right? And it's marking this point here. When the day of the Lord is at hand. Das Right? markiert diesen Punkt, wenn der Tag des Herrn nahe ist. The day of the Lord is the destruction of Jerusalem and the destruction of Babylon. Und der Tag des Herrn ist die Zerstörung von Jerusalem und die Zerstörung von Babylon. And just turn the page, Und, geht, or at least in my Bible, turn the page to verse 12. also geht jetzt zu Vers 12. And behold, I come quickly, right? Siehe, ich komme bald. And my reward is with me. So, he's coming quickly, right? Er kommt schnell. It says, so when you go back, where were we? We were in Revelation 11. Also wir waren in Yes. Offenbarung 11. Verse 14. Offenbarung 11, Vers 14. The second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. Right? So when the two anointed ones, they have their final test here. They it says, come up hither. Right? Also die zwei Gesalbten haben hier ihren finalen Test und dann sagt es hier, kommt hier herauf. They become the church of heaven on earth. Right? Sie werden jetzt die Gemeinde des Himmels auf der Erde. So that's why when you go to Revelation 4, right? Deswegen, wenn man zur Offenbarung 4 geht, Verse 1. Vers 1. After this I looked, and behold, a door was opened in where? Heaven. Eine Tür wurde im Himmel geöffnet. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. Or in Genesis 41 it says, I will show thee things which must shortly come to pass. Oder in 1. Mose 41 sagt es, ich werde dir Dinge zeigen, die in Kürze geschehen sollen. Right. Okay. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. The investigative judgment for the final group begins. Right? Das Untersuchungsgericht für die letzte Gruppe fängt an. Yes? Ja? Everybody follow, Kann right? jeder folgen? Okay, so if we go back to Revelation 8, Wenn wir zurück zur Offenbarung 8 gehen, verse 1, Vers 1. it says, and when he had opened the seventh seal, there was silence where? In heaven. Da war Stille im Himmel. Okay, right, so go to this, go to the first quote that I posted. Geht zum ersten Zitat, was ich gepostet habe. Because in verse 2, Weil in, just go to the quote, but we're going to read verse 2 first. Verse 2, also in Vers 2, okay, Offenbarung 8. it says, and I saw the seven angels which stood before God, and to them were given seven trumpets. So the silence, well, he gives these angels these seven trumpets, Also right? da ist Stille, während er den 7 Engeln die 7 Posaunen gibt. Okay, now let's read this quote. Na, lass uns jetzt das Zitat lesen. It says, thy right hand, O God, shall dash in pieces thine enemies. Revelation 6 and 7 are full of meaning. Terrible are the judgments of God revealed. The seven angels stood before God to receive their commission. To them were given seven trumpets. The Lord was going forth to punish the inhabitants of the earth for their iniquity, and the earth was to disclose her blood and no more cover her slain. Okay, so we're going to see that she takes the seven trumpets
and marks it at the when the 7 plagues are poured out. Also wir werden sehen, dass sie die 7 Posaunen nimmt und sie markiert, wo die 7 letzten Plagen ausgegossen werden. Okay, but just before we go there, let's go back to Revelation 8, right? Bevor wir da aber hingehen, gehen wir nochmal zurück zur Offenbarung 8, Verse 2. Vers 2. And I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense which came up with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. And the angel took the censer and filled it with fire off the altar and cast it unto the earth. And there were voices and thunders and lightnings and an earthquake. So in verse 1 it says, keep silence, right? Vers 1 sagt es, seid stille. And then there's this period where there's this fervent prayer ascending up to God, Dann right? gibt es die Zeitspanne, wenn dieses ernstliche Gebet zu Gott aufsteigt. That leads up to the point where Christ cast down the censer, Und das right? führt bis zu dem Punkt, wenn Christus das Räuchergefäß runterwirft. Okay, now we read the next quote. Lesen wir jetzt das nächste Zitat. It says, I saw angels hurrying to and fro in heaven. An angel with a rider's ink on by his side returned from the earth and reported to Jesus that his work was done and that the saints were numbered and sealed. Now where does that take your mind to? Wohin bringt das eure Gedanken? Ezekiel 9, right? Ezekiel 9. So in Ezekiel 9, there's a man with a rider's ink on going through the midst of the city, putting a mark upon the foreheads of those that do what? In Hesekiel 9, da geht ein Mann mit dem Schreibwerkzeug durch die Mitte der Stadt und setzt ein Zeichen auf diejenigen, die was tun. They're sighing and crying, Die right? seufzen und klagen. Okay? And that would be those that are sending their prayers up to heaven, Das right? wären diejenigen, deren Gebete zum Himmel aufsteigen. Okay, it goes back to the quote. Zurück zum Zitat. Then I saw Jesus, who had been ministering before the ark containing the 10 commandments, throw down the censer. He raised his hands and with a loud voice says, it is done. And all the angelic hosts laid off their crowns as Jesus made the solemn declaration, right? He that is unjust, etc., etc., right? So, go back to chapter 8 and verse 6. Gehen wir zurück zu Kapitel 8, Vers 6. So when he cast down the censer, right, Wenn das Räuchergefäß there's this runterwirft, great earthquake, da ist right? dieses große Erdbeben. Right, so there's an earthquake when the 2 anointed ones are told to come up hither. Da ist Right? ein Erdbeben, wenn den 2 Gesalbten gesagt wird, dass sie hier heraufkommen sollen. And there's an earthquake when he throws down the censer. Und da ist ein Erdbeben, wenn das Räuchergefäß runterwirft. Beginning and end, right? Anfang und Ende. It's verse 6. Vers 6. And the 7 angels which had the 7 trumpets prepared themselves to sound. So those angels with the trumpets, what are they not doing from here to here? Diese Engel mit den Posaunen, was tun sie nicht von hier bis hier? They're not sounding, Sie right? posaunen nicht. Okay. So there's another reason why the 6th trumpet cannot be sounding, right? Und da ist ein weiterer Grund, warum die 6. Posaune hier nicht posaunen kann. Because you have one unbroken history from the beginning here, right? They're sounding, right? And waxing greater and greater until they come to this point, right? Weil da gibt es eine ununterbrochene Geschichte von diesem Punkt, also hier, und sie schallen jetzt oder tönen jetzt lauter und lauter bis zu diesem Punkt. And then they're told to come up hither, Und dann wird ihnen gesagt, komm hier herauf. right? The 2 anointed ones come up there, and they are the ones that are given these trumpets, right? Und die 2 Gesalbten, die kommen hier herauf und dann, also sie sind diejenigen, denen diese Posaunen gegeben werden. Right? And they're not blowing during that time period where those prayers are ascending, Und sie right? posaunen nicht während dieser Zeitspanne, wenn die Gebete zum Himmel aufsteigen. Now in August 11, 1840, the Millerites, right, they says that on October 22nd,
1844, the 7th trumpet would sound, right? They said it here. Generally. Well, they believed that October 22nd, 1844 was the end of the world, right? Yes. Okay, then they Okay. believed that that's where the third woe would pour out. Also, die Melariten haben dann eben geglaubt, dass am 22. Oktober 1844 eben das Ende der Welt ist, wo die 7. Posaune, also die 3. Wehe, dann kommen würde. But that event didn't come to pass, Aber right? dieses Ereignis hat nicht stattgefunden. Okay, but if you go to Revelation 11, right? Aber wenn man zur Offenbarung 11 geht, The Millerites believed that in spite of that, the 7th trumpet was still typified in some sense there, right? da haben die Melariten geglaubt, dass die 7. Posaune im gewissen Sinne dort vorausgeschattet wurde. Verse 15. Vers 15. It says, and the 7th angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. The 24 elders which sat before God on their seats fell upon their faces and worshipped God, saying, we give thanks, O God, God Almighty, which are and was and are to come, because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. And thy nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead that they should be judged. Right? So on October 22nd, 1844, what began? Am 22. Oktober 1844, was fing an? The investigative judgment of the dead. Right? Das Untersuchungsgericht an den Toten. Now, show me in the Bible where the investigative judgment of the dead is. Zeig mir in der Bibel, wo das Untersuchungsgericht an den Toten ist. You can look in vain, right? Kannst Because umsonst the schauen. investigative judgment, right, is found in Leviticus 16, right? Das Untersuchungsgericht, das wird in 3. Mose 16 gefunden. Yes? Ja? And Leviticus 16 says that you have to be alive on the Day of Atonement, right? 3. Mose 16 sagt, dass du also lebendig sein musst am Versöhnungstag. Now we know that this here, the time of the dead that they should be judged, is speaking about the 1,000 years, Und wir right? wissen, dass diese Zeit, wo die Toten gerichtet werden, über das Ende der 1000 oder über die 1000 Jahre spricht. Okay, so when you get to the end here, the final end, right? It's Matthew 25 and verse 10, the closed door, So, right? wenn man zu dem letzten Ende kommt, dann ist es Matthäus 25, Vers 10, die geschlossene Tür. Typifying the point where Christ comes, and this is what they thought would happen on August the 11th, 1840. Sie Right? schattet den Punkt voraus, wenn Christus kommt, und das geschah am 11. August 1840. Therefore, what would begin? Und deswegen, was würde da anfangen? Yes, therefore, what would begin? Die 1000 Jahre, und deswegen, was würde da anfangen? Yeah, the investigative judgment of the dead. Das Untersuchungsgericht an den Toten. Okay, this is what was being typified there, right? Das wurde dort vorausgeschattet. And that's why you see it there, right? Und das kann man auch hier sehen. Okay, so they now understood that the investigative judgment of the dead had begun, right? Sie haben jetzt verstanden, dass das Untersuchungsgericht an den Toten angefangen hat. And it was leading down to the point in the future where the investigative judgment of the living would begin, right? Und das führte dann zu dem Punkt bis in die Zukunft, wenn das Untersuchungsgericht an den Lebendigen anfangen würde. Okay, and everybody get that point, right? Kann jeder den Punkt verstehen? Now, Lawrence also was shown the other day that the perfect fulfillment of the two harvests, this point and this point, Und Bruder Lorenz hat auch letztens gezeigt, dass diese vollkommene Erfüllung der 2 Ernten von diesem und diesem Punkt, right? So therefore, what's in between also symbolically? also er hat diese vollkommene Erfüllung gezeigt und deswegen, was ist symbolisch gesehen zwischen diesen beiden Punkten auch noch? The 1,000 years, Die right? 1000 Jahre. So if we put the 1,000 years here, Wenn man die 1000 Jahre hier reinsetzt, what's taking place? was findet statt?
investigative judgment, das right? Untersuchungsgericht. Okay, which is typifying the investigative judgment of the living, Was right? das Untersuchungsgericht dann den Lebendigen vorausschattet. Okay, so all these things, right, you have to look at them, their context. What is it they're representing at the end of the world? Also all die Dinge, die muss man zusammenbringen und in den richtigen Kontext bringen und schauen, was es am Ende der Welt darstellt. Okay, so although the seventh trumpet here began to sound, there was no third woe, right? Also obwohl die 7. Posaune hier angefangen hat zu erscheinen, gab es keine dritte Wehe. But what happened at 9/11? Aber was geschah am 11. September? The third woe in type, Die right? dritte Wehe im Typus. Okay, which would mark the end point, Und right? das würde diesen Endpunkt markieren. Okay, so we already have that back at 9/11, right? Und wir hatten das ja damals schon am 11. September. So the point I want to make is now you have the literal fulfillments or like the typical fulfillments being put in place. Now you have been able to lay out the perfect fulfillment, right? Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass eben jetzt hat man diese typische Erfahrung, also die Erfüllung im Typus ausgelegt und jetzt kann man auf die vollkommene Erfüllung schauen. Okay, so this event here was typified by 9/11, right? Dieses Ereignis hier wurde vorausgeschattet durch den 11. September. Right? Richtig? Okay, so okay, back to the silence, right? Mal zurück zu der Stille. So what we are seeing here, right? There's silence in heaven because there's no trumpets blowing in heaven, right? Also was wir hier sagen, ist eben, dass Stille im Himmel ist, weil keine Posaune im Himmel ertönt. Everybody follow? Kann jeder folgen? It says there was silence in heaven, Es right? sagt, es war Stille im Himmel. The angels were standing, come up hither, they were standing before the throne and they were given the trumpets, Und right? gesagt, kommt hier herauf und den Engeln, die vor dem Thron standen, wurden jetzt die 7 Posaunen gegeben. And they were not blowing those trumpets until the censer was thrown down, Und right? sie haben nicht in diese Posaunen gestoßen, bis das Räuchergefäß runtergeworfen wurde. Right? So what you have, right? So when you come back to here, here's the end, right? Also wenn man nochmal hier zurückkommt, hier ist das Ende. So this would be silence, Hier wäre Stille. and at the end you have the beginning, right? Und am Ende hat man wieder den Anfang. When you come to the beginning, what pours out? Wenn man wieder zum Anfang kommt, was wird ausgegossen? The first 4 trumpets, Die ersten right? 4 Posaunen. Right? But it's also the end. Aber es ist auch das Ende. What else is blowing there? Was noch wird dort, also posaunt da noch? No, that's what we've just. The 4 trumpets are the 4 winds. What else? Die 4 Posaunen sind die 4 Winde und was noch? The end and the beginning are meeting there. Think about it. Das Ende und der Anfang treffen sich. We've just gone through this whole, the third woe, because you come to this point, right? There's silence, and this is the 6th trumpet, right? Also wenn man zu diesem Punkt kommt, ist diese Stille und das hier ist ja die 6. Posaune. So you have all 7 trumpets here, right? They're about to blow, and they're keeping silence, right? Also hier drin sind alle 7 Posaunen, die kurz davor sind zu posaunen, aber sie sind noch still. So when they blow here, that's the beginning. Also wenn sie hier posaunen, ist es der Anfang. It's the first 4 trumpets blowing this way, Das sind right? die ersten 4 Posaunen, die dann von dort an posaunen werden. But it's also the end. Aber es ist auch das Ende. So what's also blowing? Deswegen was wird dort auch posaunt? Come on, brother and sister, what's that? The end and the beginning, right? Das Ende und der Anfang. If you're going this way, what's the end? Wenn man so lang geht, was ist das Ende? What comes after 6? Was kommt nach 6? Right, so what's the end? 7. Also was ist das Ende? This 7th trumpet, the 3rd woe, Die right? 7. Posaune und die 3. Wehe. So you come to the end, the 7th trumpet blows, which is the 3rd woe, Also right? man kommt zum Ende und die 7. Posaune wird geblasen, was die 3. Wehe But at ist. the same time, it's the beginning, and the first 4 trumpets
are blowing, Aber zur right? selben Zeit ist es auch der Anfang und die ersten 4 Posaunen werden geblasen. Okay. It seems that our minds are not grasping these things. So here you have the natural history. You follow the natural history down, right? You come to this point in this silence. So it must end, right? Also hier hat man die natürliche Geschichte und das führt einen zu diesem Punkt und da gibt es Stille und das muss dann hier enden. It says here, third woe cometh quickly, 7 last plagues. Und auf der Karte steht, die dritte Wehe kommt schnell, die 7 letzten Plagen. So let's just do it again. This is the end, therefore what's this? Machen wir das nochmal. Hier ist das Ende, deswegen was ist das? The beginning, right? Der Anfang. Just let's follow the pattern, right? Folgen wir dem Muster. So here you would have 606, Hier hätte man 606, 27th July, 27. Juli, 1299, 1299, 27th July, 27. Juli, 1449, 1449. right? 391 years, 15 days brings you to August 1180. Angel comes down, right? 391 Jahre und 15 Tage bringen uns zum 11. August 1840, wo der Engel herunterkommt. The book is open. Das Buch ist geöffnet. Silence in heaven for the space of half an hour, Die right? Stille im Himmel für eine Zeitspanne von einer halben Stunde. Okay, pioneers say it's ended, Die right? Pioniere sagen, es ist jetzt zu Ende. The silence in heaven for the space of half an hour, Da ist right? Stille im Himmel für die Zeitspanne einer halben Stunde. The Lord throws down the censer, right? Der Herr wirft das Räuchergefäß herunter. Yes? Ja. Okay. So, now, we'll come back to this quote in a minute. Now what begins? Wir kommen gleich nochmal zu dem Zitat zurück, aber was fängt jetzt an? 7 last plagues, Die 7 right? letzten Plagen. Right, so the 7 trumpets, when they begin here, or begin here, they're typifying the 7 last plagues, Also right? die 7 Posaunen, wenn sie hier oder hier anfangen, dann schatten sie die 7 letzten Plagen The voraus. 4 winds loosing is the 7 last Die plagues. 4 Winde, die gelöst werden, sind die 7 letzten Plagen. So what you have is you have the end and the beginning meeting. You have the third woe and the first 4 trumpets. Those are the 2 punishments that punish Babylon. Deswegen, was man hier hat, ist das Ende und der Anfang, die sich treffen, also die dritte Wehe und die ersten 4 Posaunen. Und das sind eben diese 2 Bestrafungen auf Babylon. Right? Because the third woe is whom? Die dritte Wehe ist wer? Radical Islam. Der And the radikale 4 winds Islam. are, or the 4 trumpets are, the nations. Und Right? die 4 Posaunen sind die Nationen. And you go through the testimony and it shows you these are the 2 powers that punish Babylon. Und Right? wenn man durch das Zeugnis hindurchgeht, dann kann man sehen, das sind die 2 Mächte, die Babylon bestrafen. Okay, so when you get to the end, the 7 last plagues pour out, right? Deswegen, wenn man zum Ende kommt, da werden die 7 letzten Plagen ausgegossen. So go back to this quote. Gehen wir nochmal zurück zu dem Zitat. Okay, go to the very first quote we read, right? Zu dem allerersten Zitat, was wir gelesen hatten. It says, Thy right hand, O God, shall dash in pieces thine enemies. Revelation 6 and 7 are full of meaning. Terrible are the judgments of God revealed. What's revealed? Was ist offenbart? The judgments of God, Die right? Gerichte Gottes. The 7 angels stood before God to receive their commission. To them were given 7 trumpets. The Lord was going forth to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. What's the Lord's punishment on the earth? Was sind die Bestrafungen des Herrn auf die Erde? The 7 last plagues, Die right? 7 letzten Plagen. It says, and the earth, so look at this phrase now. The earth was to disclose her blood and no more cover her slain. Schaut euch jetzt diesen Ausdruck an, dass die Erde ihr Blut verschließen wird und nicht mehr ihre Erschlagenen bedecken wird. Okay, the last sentence in this, Sister. Okay. Das ist der letzte Satz in dem Zitat.
right? It says, the earth shall disclose her blood and no more cover her slain, right? That's from Isaiah 26. Let's Das turn ist there. von Jesaja 26 und gehen wir dahin. Right. Just look at verse 21 where this is taken from. Schaut euch Vers 21 an, wo das entnommen ist. It says, for behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. What's he going to do? Was wird er tun? When does the Lord punish you for your sins? Wann bestraft der Herr dich für deine Sünden? While probation is still open? Während die Gnadenzeit noch offen ist? No, so when does he do it then? Nein, deswegen wann macht er das? Sorry? Yeah, when probation closes, right? Am Ende der Gnadenzeit. Okay. It says, for behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain. That's what Sister White put in this quote, right? Das hat White in dieses Zitat geschrieben. Amen? Amen. Everybody get that point? Kann jeder diesen Punkt verstehen? Okay. And if you just go to the next chapter, chapter 27 and verse 1, and see what happens. Gehen wir jetzt zu dem nächsten Kapitel 27, Vers 1 und schauen, was passiert. In that day the Lord with his sore and great strong sword shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan, that crooked serpent, and he shall slay the dragon that's in the sea. In that day sing ye unto a vineyard of red wine. Right? So, and in verse 6, Vers 6. he shall cause them that come of Jacob to take root. Israel shall blossom and bud and fill the face of the whole world with fruit. Right? So it's marking a point. He punishes Babylon and blesses God's people. Das markiert jetzt den Punkt, wenn er Babylon bestraft und Gottes Volk segnet. Right? Richtig? Okay. So, but you go back to Isaiah 26. Let's see what happens prior to this punishment. Geht zurück zu Jesaja 26 und schauen wir uns an, was vor der Bestrafung geschieht. Okay, go to verse 16. Vers 16. It says, Lord, in trouble have they visited thee. They poured out a prayer when thy chastening was upon them. What are they doing? Was tun sie? Right, when does the chastening come upon them? Sie seufzen und klagen. Und wann kommt diese Züchtigung über sie? 60, 400 to 70. No. Whom the Lord loveth, he chasteneth, right? Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Think it not strange, this fiery trial that's to come upon you. Is this some strange thing happened unto you? When is this? Findet es nicht merkwürdig, wenn diese feurige Prüfung über euch kommt, als widerführe euch etwas Merkwürdiges, und wann ist das? Yeah, yes, it's the final. I mean, the Lord is chastening you progressively, but this is specifically speaking to this last event, right? Das ist im Bauch des Wales und der Herr züchtigt dich die ganze Zeit hindurch, aber das spricht jetzt spezifisch über dieses letzte Ereignis. Because remember, we're making this point. Everybody is saved in here, right? Denkt daran, wir haben diesen Punkt gemacht. Jeder wird hier drin gerettet. You can only be saved when your sins are blotted out. Du Right? kannst nur gerettet werden, wenn deine Sünden ausgetilgt werden. You're not saved even when you've had the first birth. You're not saved. Selbst Right? wenn du die erste Geburt gehabt hast, bist du nicht gerettet. Sister White says we're never to say that we're saved this side of heaven. Ein Right? White sagt, wir sollen niemals sagen, dass wir gerettet sind auf dieser Seite des Himmels. Right? Okay, so because you can fall again after you've had that first birth. Weil Right? du kannst wieder fallen, nachdem du die erste Geburt gehabt hast. Okay, so when your sins are blotted out, then you're saved. Wenn Right? deine Sünden ausgetilgt werden, dann bist du gerettet. And you won't know when that's taken place. Du wirst nicht wissen, wann das geschieht. Right? At least to some degree. Bis zu einem gewissen Grad zumindest. Okay, so the point is, go back to verse 16. Right? Gehen wir zurück zu Vers 16. Lord, in trouble have they visited thee. They poured out a prayer when thy chastening was upon them. Like as a woman with child that draweth near the time of her delivery is in pain,
and crieth out in her pangs, so have we been in thy sight. We have been with child, we have been in pain, we have, as it were, brought forth wind. We have not wrought any deliverance in the earth, neither have the inhabitants of the world fallen. Thy dead men shall live together, with my dead body they shall arise. Awake and sing, ye that dwell in the dust, for thy dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out her dead. Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee. Hide thyself, if it was for a little moment, until the indignation be overpast. So when are you to enter into the chambers? Wann sollst du in die Kammern eintreten? When the 7 last plagues are pouring out. Wenn die 7 Right. letzten Plagen ausgegossen werden. Because he's now punishing them. Weil er bestraft sie jetzt. But you're under his wings. Aber Right? du bist unter seinen Flügeln. Okay, so verses 16 to 18, where do we see it illustrated? Also Verse 16 bis 18, wo sehen wir das dargestellt? Revelation 12, right? Offenbarung 12. So go to Revelation 12. Gehen wir zur Offenbarung 12. Verse 1. Vers 1. It says, there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Who is this woman? Wer ist diese Frau? In relation to what we've been discussing this morning. In Bezug auf das, was wir heute Morgen besprochen hatten. The angels with the 7 trumpets, Die right? Engel mit den 7 Posaunen. Right? It says, because this is the church triumphant, right? Das ist die triumphierende Gemeinde. Yes, remember, Yeah. Lawrence is there yesterday, he's putting in place all these things in here, the ephod. What's the ephod? Lorenz hat gestern diese ganzen Dinge hier an Platz gesetzt, zum Beispiel das Ephod, was ist das? What's an illustration of? Wovon ist es eine Darstellung? The holy city, Der heiligen right? Stadt. So, the woman, who is she? Und wer ist diese Frau? Okay, go to Revelation 20. Gehen wir zur Offenbarung 20. Oh, sorry, go to Revelation 21, not 20, excuse Geht me. zur Offenbarung 21. Nicht 20. Okay. Yes, come to verse 2. Offenbarung 21, Vers 2. It says, and I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. How is this holy city likened unto? Wie wird diese heilige Stadt, mit was wird sie verglichen? A woman, right? Mit einer Frau. A bride, Einer right? Braut. What does the bride wear? Was trägt die Braut? The wedding garment, Das right? This, Hochzeitsgewand. okay, so just go to Ezekiel 16. Geht zu Hesekiel 16. In verse 2. Vers 2. And you need to get this point, right? Ihr müsst diesen Punkt verstehen. It says, Son of man, cause Jerusalem to know her abominations. Right, verse 2.
Ezekiel 16, Vers 2. Right? Cause Jerusalem to know her abominations. Where does it take us to? Wohin bringt uns das? It's got to be specific. What does it speak? Where's the abominations? Wo sind diese Gräuel? Okay, thank you. It takes us to Ezekiel what? We're already in Ezekiel. Okay, Ezekiel 8, Das bringt right? uns zu Ezekiel 8. And in Ezekiel 8, Ezekiel is taken by a lock of his hair and he's shown their abominations, Und right? in Hesekiel 8 wird er bei einer Locke seines Haares genommen und ihm werden ihre Gräuel gezeigt. Right? And in the next chapter, he's shown, right, this work that the man with the rider's inkhorn is to do, right? Und im nächsten Kapitel, da zeigt er ihm das Werk, was dieser Mann mit dem Schreibwerkzeug tun soll. So the man with the rider's inkhorn, what is he doing? Und was macht dieser Mann mit dem Schreibwerkzeug? In relation to verse 2 right here. Im Bezug auf Vers 2 hier. Okay. In relation to verse 2, read verse 2. What is he doing? The answer is right there. Die Antwort ist hier in Vers 2. Just read it. What does it say, Scott? The Son of Man caused Jerusalem to know her abominations. So what's the man with the rider's inkhorn doing? Was macht also der Mann mit dem Schreibwerkzeug? What does it say? Das He's sagt- causing them to know their abominations, right? Er macht, dass sie ihre Gräuel erkennen. He has to tell them, he has to give them the straight testimony and tell them their condition, right? Er muss ihnen das geradlinige Zeugnis geben und ihnen ihren Zustand sagen. If you don't know your condition, what will you not do? Wenn du deinen Zustand nicht kennst, was wirst du nicht tun? Right, you're because remember, it's who is he going after here? Du wirst nicht seufzen und klagen, weil erinnert euch, nach wem geht er hier nach? And the lost coin. The lost sheep and the lost coin, right? Also dem verlorenen Schaf und der verlorenen And Münze. the lost coin, they don't know their condition, right? They are Laodicea, Und right? die verlorene Münze, sie kennen ihren Zustand nicht. Sie sind Ja. Laodicea. Have to give them the straight testimony and tell them their condition, right? Und du musst ihnen das geradlinige Zeugnis geben und ihnen ihren Zustand sagen. So now let's look at their condition. Verse 4. Schauen wir jetzt ihren Zustand an, Vers 4. Just let's read from verse 3 onwards. Lesen right? wir Vers 3 und vorwärts. And say, Thus saith the Lord God unto Jerusalem, Thy birth and thy nativity is of the land of Canaan. Thy father was an Amorite and thy mother a Hittite. This is what you're telling them, right? Das ist, was du ihnen sagst. And as for thy nativity, in the day that thou wast born, thy navel was not cut, neither was thou washed in water to supple thee. Thou wast not salted at all, nor swaddled at all. So he's revealing something from the Jewish customs, right? Also er offenbart etwas von den jüdischen Gebräuchen. Christ, when he was born, what did they do to him? Als Christus geboren wurde, was haben sie mit ihm gemacht? They wrapped him in swaddling clothes, Sie haben right? ihn in Wickel gewickelt, Because he's the Christ, weil right? er der Christus ist. They were not swaddled, right? Sie wurden nicht gewickelt, Okay, they were not salted. sie wurden nicht gesalzen. And if you look through the Bible, the salt is a symbol of the grace of Christ, Wenn right? man durch die Bibel schaut, da ist das Salz ein Symbol für die Gnade Christi. It says, None I pitied thee to do any of these unto thee, to salt you or to swaddle you, Also right? kein Auge hat dich bemitleidet, dass er irgendetwas von dem dir antun würde, also dass er dich wickelt oder salzt. To have compassion upon thee, but thou wast cast out in the open field to the loathing of thy person in the day that thou wast born. Right? This is this experience that you'll have there, right? In this final test, right? Das ist diese Erfahrung, die du haben wirst in dem finalen Test. And when I passed by thee and saw thee polluted in thine own blood, I said unto thee, when thou was in thy blood, live. I said unto thee, when there was in thy blood, live. Now when he says this to you, what's he doing? Wenn er das zu dir sagt, was tut er? Geht Okay, vorüber. maybe my question's a bit skewed. What's he doing? Was tut er? Come on, it's to do with Ezekiel 8 and 9. What's he doing? Das hat mit Ezekiel 8 und 9 Yeah, he zu puts tun. the seal on your forehead, Ja, right? er setzt das Siegel an deine Stirn. Right? Richtig? Okay, so
And we read that when the man with the writer's ink on comes back to Christ, says the work is finished, what does he do? Wir haben gelesen, wenn der Mann mit dem Schreibwerkzeug zurück zu Christus kommt und What does he do? achso, also wenn er da zurückkommt, was tut er dann? Cast down the censer and pours out the 7 last plagues, Er right? wirft das Räuchergefäß nieder und gießt die 7 letzten Plagen But aus. you see that it's marked by the 7 trumpets, Aber right? hier können wir es markiert sehen, dass es durch die 7 Posaunen The 7 markiert ist. trumpets are typifying the 7 last plagues. Die right? 7 Posaunen schatten die 7 letzten Plagen voraus. You must go through all these things yourself. You must draw them out. You must mark them. You must go to each point and prove every point of your faith, Du right? musst durch diese Dinge selbst hindurchgehen und alles aufzeichnen und durch jeden Punkt gehen und jeden Punkt deines Glaubens beweisen können. Otherwise, you sit here and you nod your head, and then you'll go, and a couple hours later, you've forgotten everything that we went through, right? Sonst sitzt du hier und nickst mit deinem Kopf, aber dann, wenn du rausgehst, dann vergisst du wieder alles, was du hier gelernt hast. Okay, and this is the point, that the third angel's message must engross the whole mind, the whole attention, Und right? das ist der Punkt, dass die dritte Engelsbotschaft den ganzen Verstand und die ganze Aufmerksamkeit einnehmen muss. Okay, so when you're going about your tasks, what must you be thinking? Also wenn ihr in eure Arbeit geht, über was musst du dann nachdenken? You must be thinking about all these points, these verses. You must be thinking them over in your head, trying to piece the pieces of the puzzle together, Du musst right? über all diese Verse nachdenken und in deinem Kopf nochmal diese Verse gehen und all diese Puzzleteile zusammenbringen. So when we're sighing and crying, it says, draw nigh unto the Lord, that he would draw nigh unto you, Und right? wenn wir seufzen und klagen, dann sagt es, du sollst dich dem Herrn nahen, damit er sich uns nahen kann. Now, okay, tell me something. What happens when the Lord draws nigh unto us? Just think about it. Und sagt mir jetzt, also denkt darüber nach, was geschieht, wenn der Herr sich uns naht. Okay, so the Lord, right, okay, so, yes, 7 last plagues, excuse me, right? Close of probation's here, right? Also das Ende der Gnadenzeit ist hier. He's beginning to come, right? Er fängt an zu kommen. Right, but it's at the beginning of the 7th plague where you see him coming, Und right? es ist am Anfang der 7. Plage, wenn du ihn kommen siehst. So he's close, right? Also er ist sehr nahe. And when they see him coming on the cloud, what happens? Also wenn sie ihn auf der Wolke kommen sehen, was geschieht? The other side. So Das ist Stille. go to Revelation 6. Gehen wir zur Offenbarung 6. Remember, when the 2 witnesses, when they said, come up hither, what was there? Denkt daran, als die 2 Zeugen heraufkommen sollten, was war dort? Not in that illustration, there's not. In the 2 witnesses, there was a great earthquake, Und bei den 2 Zeugen gab es ein großes Erdbeben. right? It says, and I beheld when he had opened the 6th seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became Vers 12. black as sackcloth, and the hair, black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell into the earth. So what do you have here? Was hat man hier? Shaking of the heavens and the earth, right? Erschütterung von Himmel und Erde. So when we went through this, we were shown that the 5th, 6th, and 7th seals, they're all marking 3 different events taking place here, right? Als wir da durchgegangen sind, haben wir markiert, wie das 5., 6. und 7. Siegel alles hier markiert ist. Das sind verschiedene Ereignisse, die alle dort geschehen. Right? And now look what happens, right? Verse 13. Schauen wir uns an, was geschieht in Vers 13. And the stars of heaven fell into the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she's shaken of a mighty wind. And the earth departed as a scroll when it's rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks,
fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Das ist Vers 17. When must you be able to stand? Wann musst du in der Lage sein zu According to stehen? Malachi. Gemäß Malachi. Go to, yes, David told me, go to Malachi chapter 3. Als Versöhnungstag gehen wir zu Malachi 3. Behold, verse 1. Vers 1. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. But who may abide the day of his coming? And who shall be able to stand when he what? Appeareth. For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. And what will he do when he appeareth? Was wird tun, wenn erscheint? He shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver. So when the Lord is drawn near to the earth, what happens to the earth? Wenn der Herr jetzt sich der Erde nähert, was geschieht mit der Erde? Begins to tremble, Sie right? fängt an zu erschüttern. Right. The seventh plague is progressive, Die right? 7. Plage ist progressiv. Okay, now come back to this point, right? You come to here, right? You get informed about your true condition, right? Also jetzt komme ich zu dem Punkt zurück. Du kommst hier an und du wirst informiert über deinen wahren And you Zustand. begin to sigh and cry. Du fängst an zu seufzen und zu klagen. And you're drawing nigh unto the Lord, right? Und du näherst dich Gott, That he would draw nigh unto thee. dass sich dir nahen kann. Okay, what happens when the Lord draws nigh unto you? Und was geschieht, wenn der Herr sich dir nähert? You're going to tremble like nothing else, Und right? du wirst zu zittern anfangen wie nichts anderes. Because what's drawing close to you? Weil was nähert sich dir? His holiness, his glory, right? Seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit. And what will you do when that happens? Und was wirst du tun, wenn das geschieht? You'll say, woe is me, Du right? wirst sagen, wehe ist mir. You'll want to flee and hide yourself in the dens of the rocks, Du right? möchtest fliehen und dich verstecken in den Klüften und Felsspalten. From the glory of the Lord, Von right? der Herrlichkeit des Herrn. Because remember, at Mount Sinai, what could those people not bear? Weil denk daran, beim Berg Sinai, was konnten die Leute nicht ertragen? Glory, right? Seine Herrlichkeit. Okay, so we have to understand this. What reveals the sinfulness of sin is God's glory drawing nigh to us, Wir right? müssen das verstehen, was uns die Sündhaftigkeit der Sünde offenbart ist. Gottes Herrlichkeit, die sich uns nähert. When Christ draws close to this earth is going to tremble with fear, Wenn right? Christus sich dieser Erde nähert, dann wird diese Erde mit Furcht erzittern. Okay, so the reason why we're not seeing the sinfulness of sin is because we're not drawing nigh unto the Lord, Der right? Grund, warum wir die Sündhaftigkeit der Sünde nicht sehen, ist, weil wir nicht uns dem Herrn nähern. Okay, I just want to quickly make this last point. Go to Habakkuk chapter 2. Ich möchte kurz diesen Punkt noch machen. Gehen wir zu Habakuk 2. I realize that verse 2. Habakuk 2, Vers 2. It says, And the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time. Right? So, in the first sense, it's here, right? Im ersten Sinne ist das hier. Remember in Zechariah he told the angel to run, go tell this man. Yes? Denkt daran, in Sacharja, da wurde dem Engel gesagt, renne und sage es diesem Mann. So the first group here, they're running, right? And telling God's people what's about to happen, Die right? erste Gruppe, sie rennt jetzt hier und sie sagen den Rest von Gottes Volk, was geschehen wird. Go to verse 20. Geht jetzt zu Vers 20.
it says, but the Lord is in his holy temple, let all the earth keep silence. Right? So in Revelation 8, there was silence in heaven, right? Also in Offenbarung 8 war ja Stille im Himmel. Right? But here it now marks the earth is to keep silence, Aber right? hier markiert es jetzt, dass die Erde stille sein soll. Okay. So it has to be in reference to those trumpets that are about to pour out, right? Es muss also in Bezug sein zu diesen Posaunen, die kurz davor sind, ausgegossen zu werden. But at the same time, the Lord sends his angels with the great sound of a trumpet and they're gathering, right? Und zur selben Zeit sendet er seine Engel mit einem großen Posaunenschall und sie sammeln. Joel is told, blow the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Und Joel wird gesagt, blase die Posaune und ertöne einen Alarm in meinem heiligen Berg. Different trumpet, Das right? ist eine andere Posaune. Okay, so when it says that to keep silence, it must be referring to these trumpets, Und wenn right? es sagt, haltet Stille, dann muss es sich auf diese Posaunen beziehen. But everybody must hear God's voice in this time period, Aber right? jeder muss Gottes Stimme in dieser Zeitspanne hören. So everybody's to keep silence so you can hear what he's saying to you, Also right? jeder muss stille bleiben, damit du hören kannst, was er zu dir sagt. Because it's this last warning, Weil right? es ist die letzte Warnung. Right? And I just want to show you this, right? Just last thoughts. Go to Joshua chapter 6. Und ich möchte euch das noch zeigen, den letzten Punkt. Gehen wir zu Josua 6. Now remember, Moses is at the burning bush, right? Denkt daran, Moses beim brennenden He Dornbusch. says, take off thy shoes, you're on holy ground, Er right? sagt, nimm deine Schuhe weg, du stehst auf heiligem Boden. He says the same to Joshua right here, Er right? sagt dasselbe zu Josua hier. Sorry, just go back to chapter 5, verse 15. Geht zurück zu Kapitel 5, Vers 15. This is where Christ reveals himself to Joshua. Da right? offenbart sich Christus dem Josua. Verse 15. And the captain of the Lord's host said unto Joshua, loose thy shoe from off thy foot, for the place where thou standest is holy. And Joshua did so, right? So he has the revelation, Er hat die Offenbarung. and now the Lord's going to give him instructions, Und right? jetzt wird der Herr ihm Anweisungen erteilen. Okay. Okay, so the instructions, let's look at them. Schauen wir uns die Anweisungen an. Verse 1. Josua 6, Vers 1. Now Jericho was straitly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said unto Joshua, see, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valour. And ye shall compass the city, all ye men of war, and go round the city once. Thus shall ye do 6 days. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of rams of horns. And the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priests shall blow with the trumpets. And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horn, and when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. That's the punishment, right? Vers 5, das ist die Bestrafung. So they're told that there's this procession. What is this procession? Da wird ihnen gesagt, da wird es diese Prozession geben. Und was ist das? Yes, the triumphal entry, and it's also Der triumphale Einzug und was auch noch? the midnight cry, Der right? Mitternachtsruf. There was a bridal train, and they heard at midnight, and they joined on the bridal train, right? Also da gab es einen Brautzug und am Mitternacht haben sie den Ruf gehört und haben sich dem Brautzug angeschlossen. Okay, but go to verse 10. Gehen wir jetzt zu Vers 10. And Joshua had commanded the people, saying, Ye shall not shout, nor make any noise with your voice, neither shall any word proceed out of your mouth, until the day that I bid you shout, then shall ye shout. So what were they to do? Was sollten sie tun? Until, not to do before the end? Was sollten sie nicht tun bis zum Ende? Yeah, so they were to keep Sie silence, sollten right? nicht rufen oder ja, genau, und sie sollten also stille bleiben.
Everybody see that, right? Kann das jeder sehen? Many different illustrations that we got to look at, right? Viele verschiedene Darstellungen, die wir uns And anschauen we're out müssen. of time, but there's a quote in there. It talks about Christ when he comes at midnight. It says he comes silently as the midnight thief, right? Und wir haben jetzt keine Zeit mehr, aber es gibt ein Zitat, und da sagt eben, dass dass Christus an Mitternacht kommt und er kommt stille wie der mitternächtliche Dieb. Right. So all these things we have to really look at them closely and understand. And remember, symbols can have more than one signification. Und all diese Dinge müssen wir uns genau anschauen und daran erinnern, dass Symbole mehr als eine Bedeutung haben können. Okay. I don't know. For me, these were just things that we were just bringing things together that we'd already gone over many times. Also für mich war das jetzt gut, weil wir haben jetzt wieder Sachen zusammengebracht, die Symbole zusammengebracht, über die wir schon häufig gegangen sind. Okay, but when you have a quiet moment, think upon these things, right? Und wenn du einen ruhigen Moment hast, dann denke über diese Dinge nach. Got to think, what do they mean to me personally? Du musst dann darüber nachdenken, was bedeuten sie für mich persönlich? What does the Lord require of me from this, right? Was fordert der Herr von mir, von dem hier? Because He's telling us right now that there's silence in heaven and we need to hear what the Lord is saying to us, right? Weil sagt uns, dass jetzt Stille im Himmel ist und wir müssen hören, was der Herr zu uns sagt. Right? Richtig? Okay. But I'm sure we still have to understand this much more than we already do. Aber ich bin mir sicher, dass wir das noch viel besser verstehen müssen, als wir das schon tun. Okay, let's close in prayer. Lass uns mit dem Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, thank you, Lord, for this morning danke, study. Herr, für dieses Morgenstudium. Thank you also for all these different illustrations from your word. Und danke auch für all die verschiedenen Darstellungen von deinem Wort. Lord, you see how it's difficult for us to understand these things. Herr, du siehst, wie schwierig es für uns ist, diese Dinge zu verstehen. So please please help us to understand them. Deswegen bitte ich dich, dass du uns bitte hilfst, sie zu verstehen. Trust that you are the author of this word. Und dass wir vertrauen, dass du der Autor dieses Wortes bist. That also if we ask anything according to your will, you do it. Und auch wenn wir irgendetwas gemäß deines Willens bitten, dann wirst du es uns geben. So please help us, Lord, to think on these things. Und deswegen hilf uns, Herr, dass wir über diese Dinge nachdenken. And also to watch under prayer. Und dass wir auch wachsam sind zum Gebet. And please be with us today. Und bitte sei mit uns heute. In Jesus' name I pray, amen. Ich bete in Jesu Namen. Amen.